Wir sind zwar schon im Norden, aber es geht noch weiter hoch, bis nach Schweden. Ich bin Alex und nachdem ich jetzt schon ein paar Mal Nachtzug gefahren bin, gibt es diesmal kein bequemes Bett im Schlafabteil, sondern ein Liegeabteil. Ist in Ordnung. Oh shit. Das ist schon ein bisschen ekelhaft. Ich bin sehr gespannt. Wir starten um Mitternacht in Hamburg. Es geht zur dänischen Grenze. Vom Festland über den großen Belt nach Kopenhagen, über die Öresundbrücke nach Schweden, nach Malmö. Unser Ziel: Stockholm. Ich bin mit meinem Nachtzug erfahrenen Team unterwegs, mit Christoph und mit Jürgen. Und zusammen fahren wir mehr als 1100 Kilometer in 14 Stunden. Der Nachtzug braucht fast 10-mal länger als das Flugzeug, ist aber natürlich viel umweltfreundlicher. Mein CO2-Fußabdruck auf dieser Strecke ist gerade mal 6 Gramm, weil dieser Zug mit Ökostrom betrieben wird. Der Zug hier ist nicht besonders hochwertig ausgestattet. Der ist auch schon ein bisschen älter, das sieht man. Und weil ich weiß, dass ich nicht so gut im Nachtzug schlafen kann, habe ich zumindest die Variante mit der größten Privatsphäre gebucht. Und zwar ein eigenes Abteil im Liegewagen. Das ist hier. Jedes Abteil hat 6 Liegen. Schlafabteile gibt es in diesem Nachtzug nicht. Die Liegen sind aber schon ausgeklappt und ich muss sie nur beziehen. Wenn man alleine ein Liegeabteil hat, dann kann man sich von den verschiedenen Bettwäschesets, die hier liegen, eins aussuchen. Ich suche jetzt mal das sauberste, weil die hier sind echt nicht sauber. Das ist schon ein bisschen ekelhaft. Ja, nehme ich. Es ist zwar schon spät, aber ich bin überhaupt nicht müde. Mal sehen, was die anderen Reisenden machen. Sie fahren aber jetzt nach Stockholm und bleiben da auch erst. Nein, ich fahre morgen dann weiter an den Polarkreis. Wow. Was machen Sie da? Hofwächterin. Hofwächterin? Das ist ein kleiner Bauernhof. Ja. Die Besitzer fahren weg und ich bleibe dann bei den Rentieren und dem Hund. Oh mein Gott, wie spannend. Dürfen wir mitkommen? Ich weiß nicht, was mich genau erwartet, aber... Ach, Sie machen das zum ersten Mal? Ja. Ja, Wahnsinn. Okay. Ja. Und fahren Sie auch zum ersten Mal Nachtzug? Ja. Was erhoffen Sie sich von dieser Fahrt? Eine langsame Reise und ich will nicht fliegen. Und irgendwie muss ich hinkommen. And you came already with a night train? Yes, yes. How was it? It was prima. Yeah? Very okay. So why didn't you take the plane? It's quite convenient and it's better for the environment. I'm sorry, I didn't get it. You wanted to... Well, she said we should fly. Yeah. I was the one who said no, we should take the train. We'll talk about that later. Okay. Jetzt ist aber wirklich Nachtruhe. Ich gehe noch schnell Zähne putzen. Ist wie erwartet sehr klein, also Waschbecken, WC, Papiertücher, Seife. Aber dafür, dass ich mir heute, glaube ich, als Letzte hier die Zähne putze, ist er noch ganz sauber. Ist in Ordnung. Die Abteile kann man von innen mit einer Kette verriegeln. Von außen geht das nicht. Wir haben jetzt fast 1:30 und so langsam gehen wir ins Bett, denn es haben sich die Nachbarn schon beschwert, dass wir zu viel Krach machen. Gute Nacht. Ich musste jetzt noch mal aus dem Bett klettern, weil die Polizei angeklopft hat. Hier, wir sind an der dänischen Grenze und es werden hier die Pässe kontrolliert. Und ich habe auch diese Tür mit dieser blöden Kette nicht aufbekommen und habe dem Polizeibeamten jetzt meinen Ausweis durch die Fensterscheibe gezeigt. Das war aber in Ordnung. So, wir haben jetzt 2:20. Ja, ich gehe jetzt wieder ins Bett. Mal gucken, ob wir jetzt schlafen können. Morgen. Morgen. Und wie war die Nacht? Gut. Also ich habe überraschenderweise geschlafen.
Mir war überhaupt nicht schlecht dieses Mal. Ich habe vorgesorgt, hatte Tabletten gegen die Reiseübelkeit dabei. Also alles prima. Und dann wurde ich dann morgens wach, habe die Möwen gehört. Also besser geht's eigentlich nicht. Wie war es bei euch? Okay. Okay, ihr habt geschlafen? Gut. Ja, schön. Gut, dann ich gehe mich einmal waschen und hoffe, dass da keine Schlange ist. Der Zug ist heute nämlich komplett ausgebucht. Deshalb war mein Ticket auch sehr teuer, 435 €. Die Preise sind nicht immer so hoch. Sie richten sich nach der Nachfrage. Wir haben eine sehr teure Reisenacht erwischt. Mittlerweile haben wir Dänemark hinter uns gelassen und fahren jetzt über die Öresundbrücke. Der Ausblick ist atemberaubend. Die ersten Leute kommen mir schon mit Kaffee entgegen. Das Serviceabteil ist bei mir direkt nebenan. Dort bereitet Zugbegleiter Linus das Frühstück vor. Zum Essen komme ich aber jetzt noch nicht. Wir halten jetzt in Malmö und hier steigen viele Leute aus und wir haben wirklich sehr viel Zeit, uns die Beine zu vertreten, denn wir bleiben hier für 2 Stunden. Das Abteil hier kann ich leider nicht abschließen. Ich hoffe einfach, dass niemand reingeht. Ich muss nämlich jetzt einmal raus, frische Luft schnappen. Die gleiche Idee haben auch andere hier am Bahnsteig in Malmö. Ich treffe Nadine, die oft Nachtzug fährt. Ich nähere mich einfach gerne langsam dem Land an. Ich finde es unglaublich schön, stundenlang auch aus dem Fenster zu schauen, die Vororte zu sehen, einfach die Veränderung der Landschaft wahrzunehmen. Das ist was anderes als beim Fliegen. Wir werden noch 1,5 Stunden stehen. Oh. Okay. Stresst du dich? Nervt dich das? Oder? Nee, gar nicht. Also ich weiß einfach, wir sollen irgendwann nach 2 Uhr, glaube ich, heute Nachmittag ankommen. Und alles andere, ja, tatsächlich ist es jetzt eine Überraschung für mich, dass wir so lange hier sind. Gucken wir mal, was wir machen. Der Nachtzug hält in Malmö so lange, weil hier die Waggons umgestellt werden. Denn von der Strecke Malmö nach Stockholm verwandelt sich der Nachtzug in einen Tageszug. Das heißt, wir bekommen Sitzwagen dazu und wir lassen ein paar Liegewagen hier. Für Linus ist hier Endstation. Er wartet jetzt darauf, von seinen KollegInnen abgelöst zu werden. Ich habe jetzt 6 Nächte gearbeitet. 6 Nächte am Stück? Ja. Wow. Aber jetzt habe ich ungefähr 2 Wochen frei. Ja. Dann fahre ich wieder. Ist es schon ein Unterschied, ob du im Winter oder im Sommer reist? Also vom Publikum her? Ja, ein bisschen. Also im Winter ist mehr Jugendliche. Jetzt sind mehr gemischt, also Kinder, Familien, Rentner, alle reisen hier. Und fährst du lieber im Sommer oder lieber im Winter? Lieber im Winter, glaube ich. Ja? Sonst ist es ja langweilig. Ein bisschen langweilig, ja. Linus zieht in seinen wohlverdienten Feierabend und ich kann jetzt endlich frühstücken. Wenig Plastikverpackung, das gefällt mir schon mal sehr. Das Frühstück bestellt man bei der Ticketbuchung direkt mit. Ich hatte vegan angegeben und es gibt einen Apfelsaft, es gibt Kaffee, Apfel und ein belegtes Brötchen mit, keine Ahnung, was es ist. Mal gucken. Sieht nach Gemüse aus. Sieht gut aus auf jeden Fall. Aber Es ist sehr deftig und ziemlich stark gewürzt für so früh am Morgen. Aber gut. das Frühstück ist im Ticketpreis mit drin. Während ich esse, fallen mir 2 Passagiere auf, die sich ausgiebig am Bahnsteig dehnen. Hi, Gute Idee. seid ihr Yoga-LehrerInnen? Die beiden sind keine Yogis. Gerald und Charlotte sind auf dem Weg nach Hause. Das ist für sie seit einem Jahr in der Nähe von Stockholm. Und wie lange hält man das? 2 Minuten am besten. Was? Oh shit. Habt ihr denn geschlafen heute Nacht? Nee, nicht so viel. Aber als wir hingefahren sind, war es zum Beispiel total cool. Da hatten wir auch so einen Zweiersitz für beide jeweils. Das heißt, man konnte sich dann auch irgendwie hinlegen und Achso, ihr seid im Sitzabteil. genau. Ah, okay. Ja, wir waren ein bisschen zu geizig für die Betten. Aber ja, ich meine, wenn ihr da schlafen könnt, ist doch okay. Ja, an sich Ist total doch schön. super. Und wie kommt es, dass ihr jetzt mit dem Nachtzug gefahren seid? Also wir wollen nicht fliegen aus ökologischen Gründen. Und dann gibt es ja auch Verbindungen von der Deutschen Bahn. Aber da muss man allerdings dann viel öfter umsteigen. Und so mit dem Nachtzug ist halt perfekt. Würdet ihr denn auch andere Strecken fahren? Also habt ihr da Bock zu? Auf jeden Fall. Ja. Also ich fand es richtig cool. Also ich bin auch schon irgendwie mit dem Zug nach Italien so gefahren. Aber wir waren jetzt wirklich
einfach irgendwo einsteigt und halt nicht diese Angst immer im Nacken hat, dass man irgendwie einen Zug verpasst und was mache ich dann, das wäre halt super cool. Den Zug wollen wir nach diesem langen Halt auch nicht verpassen und steigen jetzt ein. Endlich geht es weiter. Auf dem Flur tummeln sich viele Kinder, die übrigens ein eigenes Ticket brauchen, egal wie alt sie sind. Bekommen aber genau wie Studierende und Senioren eine Ermäßigung. Hunde sind nur im Privatabteil erlaubt und Fahrräder dürfen gar nicht mitgenommen werden. Ein Fahrrad braucht Matthias, den ich jetzt hier kennenlerne, nicht. Ich bin unterwegs zum Nordkap Ja, und wenn ich im Nordkap ankomme, ja. dann laufe ich zu Fuß nach Trondheim. Wahnsinn. Was ist das für eine Strecke? Ich weiß es tatsächlich nicht genau, aber ich schätze mal so 2000 habe ich so grob abgeschätzt, was die Küstenlinie etwa sein könnte, weil an der halte ich mich. Ich bin immer wieder total geflasht von den Leuten, die ich im Zug treffe. Unglaubliche Geschichten bringen sie mit. Genau wie die Hochwächterin von gestern Abend, die ich jetzt wieder treffe. Hi. Und wie haben Sie geschlafen? Ganz gut. Ja? Ein bisschen laut war es zu Anfang und ein bisschen Gerucke. Ja. Und die Matratze ist doch relativ hart. Und dann, aber ich bin auch immer wieder eingeschlafen und ich fühle mich jetzt ganz munter. Sie würden auch noch mal Nachtzug fahren? Ja. Ja? Ihre Mitreisende wirkt auch sehr entspannt. Sie ist aber schon in den 70ern mit dem Nachtzug gereist. During the 70s, there was this interrail system, train tickets, cheap tickets. People had always bought salami and stinking cheeses, and they were sweaty and tired. It was a lot of noise and fuss, but it was fun. Der Zug war ja auf der ersten Hälfte der Strecke ausgebucht. Nach Malmö gibt es jetzt mehr freie Plätze und ich suche mir eine ruhige Ecke im Sitzwagen. Ich muss sagen, ich finde es sehr schön, dass wir jetzt auch tagsüber so lange unterwegs sind und rausschauen können. Es ist eine super schöne Strecke, viel Grün, Seen, Wälder, echt mega. Und hier im Sitzabteil hat man auch, finde ich, mehr davon, weil es irgendwie geräumiger ist und man entspannter aus dem Fenster gucken kann. Die Sitzplätze sind übrigens sehr viel günstiger. An manchen Tagen gibt es Tickets schon ab 35 €. Ich gehe nochmal zurück in mein Abteil. Gestern war es ja schon spät. Jetzt schaue ich es mir mal bei Tageslicht an. Mein Abteil hier ist so lala. Also das Gute ist, ich habe super viel Platz. Das hat aber natürlich auch damit zu tun, dass ich hier alleine bin in einem Abteil, in dem theoretisch 6 Leute schlafen könnten. Was nicht so gut ist, wir haben hier keinen Abfallbehälter. Aber wir haben Abfalleimer auf dem Flur. Die werden auch regelmäßig entleert. Überhaupt Flur, Waschräume und so sind sauber. Das ist echt gut. Jeder Passagier bekommt im Liegeabteil ein Wasser, selbst wenn er nicht da ist. Ich hatte 6 hier stehen. Und ich habe festgestellt, dass es wirklich nur USB-Steckdosen gibt und keine normalen. Das Highlight in diesem Zug soll der Pub sein, Krugen, wie er hier heißt. Und zwar ist er jetzt neu in Malmö dazugekommen, also von der Strecke von Malmö nach Stockholm kann man sich da reinsetzen und was trinken und essen und Leute treffen. Ich bin mal gespannt, der hat vor einer halben Stunde aufgemacht. Wir gehen mal hin. Die Nachtzugverbindungen ändern sich übrigens je nach Saison. Im Winter fährt der Nachtzug von Malmö unter anderem bis nach Lappland. Stelle ich mir fantastisch vor, hier zu sitzen und in die Schneelandschaft rauszuschauen. Ist total schön hier. Auf der Webseite wird empfohlen, sogar zu reservieren. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Es geht noch. Also ein paar Tische sind noch frei. Also wir können uns noch hinsetzen. Mal sehen, wen wir hier so treffen und was die Leute vom Nachtzug halten. Also für mich ist der Nachtzug sowieso schon immer was ganz Besonderes. Ich habe damals auf Klassenfahrt im Nachtzug übernachtet und das war ein Erlebnis, das habe ich nie vergessen. Und wir sind jetzt auch mit 2 kleinen Kindern unterwegs und wir reisen relativ viel und im Auto gibt es das Geschrei schlechthin. Und heute Nacht war die ruhigste Nacht, seit wir unterwegs sind mit den Kindern. Die haben komplett durchgeschlafen, vielleicht für die Kleine zweimal gestillt, aber es war wirklich himmlisch. Was haltet ihr hier von diesem Pub? Also für mich ist das hier wirklich ein Trip in die Vergangenheit, es ist Nostalgie, es ist wirklich so romantisch, es weckt Emotionen. Es ist halt schon irgendwie so ein besonderes Ambiente, auch mit dem ganzen Holz hier und den Farben, den Lappen. Das ist schon cool. Es hat was, ne? So, wenn es irgendwie möglich ist, würde ich immer den Nachtzug bevorzugen. Ich finde, das Einzige, was noch mitkommt, ist eine Bootstour über Nacht. Aber sonst ist das für mich das Highlight. Ja.
Ich habe schon wieder Hunger und hier im Krogen gibt es eine kleine, aber gute Auswahl an kalten und warmen Speisen. Die Preise sind in schwedischen Kronen aufgeführt, aber ich kann problemlos mit meiner deutschen EC-Karte zahlen. Ich bestelle mir einen Salat, der sehr lecker ist und auf einem Porzellanteller serviert wird, also keine Verpackung. Kostet um die 8 €. Ich packe jetzt schnell zusammen, denn gleich erreichen wir den Stockholmer Hauptbahnhof und auf den freue ich mich mindestens genauso wie auf die Stadt selbst. Dieser Bahnhof ist nämlich etwas ganz Besonderes. Er wurde 1871 eröffnet und hat auch noch etwas von diesem alten Charme. Nach 14 Stunden mit dem Nachtzug sind wir jetzt in Stockholm angekommen. Ich merke jetzt schon, dass die Müdigkeit so durchdringt, denn ich habe zwar geschlafen, aber ich habe nicht viel geschlafen. Aber es ist mittags, die Sonne scheint und wir können uns jetzt ein bisschen ausruhen und danach kann es weitergehen. Also die Fahrt an sich fand ich schon toll. Ich glaube, ich würde es auch jederzeit wieder machen. Vor allen Dingen hat es mir halt die Fahrt tagsüber angetan. Also die Strecke war ein Traum. Wir haben zwar die Nacht für unsere Reise genutzt, aber man kommt hier in Stockholm erst am Nachmittag an. Das heißt, man hat nur einen halben Tag. Aber im Sommer wird es hier sowieso nicht dunkel. Von daher passt das schon. Wir machen uns hier noch einen schönen Tag in Stockholm. Und wenn ihr Fragen zum Thema Nachtzug habt, dann schreibt sie uns in die Kommentare.